Meine lieben Freunde, es geht doch weiter und der letzte Part war nicht der letzte Part, dieser Part. Ja, das, was ich gerade hier lese, ist schon hart. Willkommen zurück zu Beginner's Guide. Hier ist euer Koparius. Lieber Davey, vielen Dank für dein Interesse an meinem Spiel. Ich möchte dich bitten, ein Ende hinten dran, mich nicht mehr anzusprechen. Hört sich... I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Wow, also hatte Koda wirklich das Gefühl, dass er ihn gestört hat oder so. Bis mir damals auf die Pelle gerückt. Also sogar durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Dadurch, dass er ihm Jan und Spiel gezeigt hat, er wollte ihm dadurch helfen, aber eigentlich hat er ihm nur dadurch geschadet. Er wollte das nicht, er mochte das nicht, er fand sich, glaube ich, von ihm sehr belästigt. Kannst du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßennamen reinzusetzen. Hat er die Straßennamen reingesetzt? Davey? Lass sie einfach so wie sie And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. Whoa. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Scheiße. Alter, schön die Schelle verpasst. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Heißt das, Davey wollte von Koda irgendwas haben, dass er sich speziell fühlt, aber Koda konnte ihm das und wollte ihm das nicht geben? Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Oh, Shots fired, Shots fired. Oh, sick burn. Sick burn. Das heißt, er hat sie extra so geschrieben, dass man quasi hier rein interpretieren könnte, dass er irgendwie keine Ideen mehr hat, frustriert ist oder so, aber das ist eigentlich genau andersrum. Das ist eigentlich die Situation für ihn. Er ist frustriert. Er will speziell sein. Alter, Scheiße, Mann, mein Kopf, Alter. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht, wenn du diesen ewigen Kampf endlich beendest. Scheiße, Mann, was ist das? Alter, das ist das Ende. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. Wieder das Türrätsel. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't
stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Scheiße. Die ganze Zeit versuchen wir Coda zu analysieren gemeinsam, aber eigentlich analysieren wir nur dich, Davey. Krasse Story. Ich würde gerne wissen, ob das jetzt wirklich real passiert ist, so. Oder ob das jetzt nur eine gut erzählte Geschichte ist. Scheiße, und der Epilog. Das ist jetzt nur noch die letzte Folge. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Für Davey und Coda hoffe ich, dass diese Geschichte nur eine Geschichte ist. Wollte die ganze Zeit nur Anerkennung von anderen. Wollte, dass er sich nicht mehr hasst, dass er sich nicht mehr leer fühlt. Deswegen hat er sich an Coda gewandt, seine Spiele genutzt, aber dadurch hat er einfach nur Coda belästigt und gestört, geärgert. Und dazu gebracht, dass er mit Spielen aufhört. Er bereut es, aber er macht trotzdem weiter. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Was? Oh mein Gott, das ist Maybe wirklich... he just likes making prisons. Ja, okay, Junge, jetzt fällst du gerade selber. Sowas sagt man doch nicht. Wieso sagst du anderen Leuten, dass er depressiv ist? Das wäre jetzt ein richtiger Fail. Da hast du wirklich versagt. Wow, sowas macht man doch nicht, Junge. Du weißt ja nicht, ob er wirklich depressiv ist. Nur weil du ein Spiel anguckst, kannst du doch nicht sagen, dass du etwas über einen Menschen kennst. Nur weil er dieses Kunstwerk quasi erschaffen hat. Dieses Spiel, dieses Kunstwerk, diese Musik. Nur weil jemand einen Depressionssong macht oder einen Liebessong macht, heißt ja noch lange nicht, dass er verliebt ist oder sowas. Ja, es könnte eine Inspirationsquelle sein, aber ich bezweifle das. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Interessant. Sieht so aus. Gemälde. Scheiße, Junge, das ist nicht gut. Wow, wie es einfach so eskaliert ist, ey. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation,
what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Interessant. What now? Eigentlich wollen wir was über Coda lernen, aber am Ende lernen wir nur was über Davey, über ihn. Wir analysieren ihn eigentlich, dadurch, dass wir Coda analysieren. Durch Coda analysieren wir Davey. Oh mein Gott. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Go. Okay. Ist gut, Junge. Du musst was gut machen. Ist interessant, wie viel zum Nachdenken, viel. Ich glaube, wir werden das erstmal besprechen, wenn wir fertig sind, ey. Sehr interessant. Abstrakt. Fuck. Das muss ich auch noch. Aber wie ernst das auf einmal ist. Das ist schon, ich finde das sehr interessant. Das ist. Erstmal ist es nur ganz nett zu schauen, wie man was da so macht, und auf einmal wird es richtig ernst und dann schüttet er hier alles aus über sich. Weiter geht's auch nicht. Und wir sind wieder zurück. In dieser U-Bahn-Stationshalle. Wieder hier. Jetzt habe ich hier doch. Eigentlich wollte ich mal 15 Minuten machen. Jetzt werde ich wohl mit beiden vorletzten und letzten Part überziehen, aber ist okay. 1,5 Stunden, ich habe jetzt schon 2 Stunden, sind wir ja schon hier dran. Aber ist gut. Das ist sehr interessant, wirklich. Ist er jetzt wirklich abgehauen, der Davey? Sind wir jetzt wirklich alleine? Für den Rest dieses Games? Ja, kriege ich nicht die Zeit, mal ein bisschen zu labern. Ist wirklich krass. Ihr könnt, wie immer, schreibt hin, was ihr davon... Oh nein, nicht der Strahl, oder? Der Strahl, wenn man sich opfert. Sagt mir nicht, dass das der Strahl ist. Das ist der, oder? Das ist der Strahl, wenn man sich opfert. Gut, dann opfern wir uns mal. Scheiße. Unendliches Labyrinth.
bitte Copyright 4R. Scheiße, Copyright. Ach, egal. Dieses Projekt wäre ohne die folgenden Personen nicht möglich gewesen. Matthew Bright, Jesus Higueras, Ryan Both, Lydia Nilsson, Helena Heron, Jack Parsons, Richard Flanagan und Andreas Jürgensen. Turn Back. Geschrieben von Helena Heron, Durchführung Helena Heron und Ryan Roth. Okay, ich glaube, das sind die Credits und vielen Dank auch an diese Person. Das war's! The Beginner's Guide. Ein krasses Let's Play, wie es einfach quasi diesen Plot-Twist, würde ich schon sagen, hatte. Und dann einfach zack, dieser Plot-Twist hat alles verändert, ey. In der ganzen Story ist krass, einfach nur krass. Also, nettes Spiel, kostet nur, ich hab's gerade 7 Euro gekauft oder sowas. Dieses Wochenende wahrscheinlich. Ich glaube, sonst kostet es 19 Euro, aber für die Scheiße, ja, ihr habt jetzt die Story gesehen, jetzt bringt's euch nicht mehr, aber sagt euren Freunden, kauft euch das Game, lasst es auf euch selbst wirken. Habt nicht einen blöden Spasti wie mich der hier da was dazwischen labert. Aber es ist schon interessant, weil ich da auch meine Meinung dazu geben kann. Aber auf jeden Fall schreibt mal alle in die Kommentare, was hält ihr von diesem Spiel, wie viel kann man da so rein interpretieren. Ich find's krass, ich fand's super. Ich finde, den Preis hat sich komplett gelohnt. Diese Story mit Koda und Davey, wo man am Anfang eigentlich nur so schaut, so ja, Koda, cool, der macht ein paar Games, hat er irgendwelche Probleme? Nein, genau andersrum. Du, Davey, du hast die Probleme, weil du denkst, dass er Probleme hat, nur weil du dir ein paar Spiele von ihm anschaust. Dass du ihn gestört hast, belästigt hast, dass du irgendwie Aufmerksamkeit brauchtest und du dich gehasst hast und deswegen hast du dein Gefühl irgendwie auf Koda produziert. Meine Güte, es springt in meinen Kopf wirklich, aber krass, wirklich krass. Also, mir hat es wirklich gefallen. Wieder ein schönes kleines Spielchen. Persönlich finde ich Stanley Parable besser, weil es ist halt eher mehr humorvoll und sowas und ich finde es einfach, Stanley Parable finde ich einfach genial. Das ist auch genial, aber auf seine Weise genial. So nachdenklich genial. Und da finde ich die Stanley Parable Art genial einfach etwas besser. Aber das heißt gar nicht, dass The Beginner's Guide Stanley Parable nichts nach. Also The Beginner's Guide steht Stanley Parable nichts nach. Also es ist ein tolles, in Anführungszeichen, Spiel. Es ist eher eine Story oder du begibst dich auf so eine Reise. Es ist sehr speziell. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Aber wir sehen uns in den Multiplayer-Projekten. Vielleicht werde ich mal Tagessiders irgendwann fortführen. Vielleicht werde ich mal bald. Aber spätestens, also Anfang wahrscheinlich erst Dezember werde ich wieder richtig Let's Plays einsteigen können. Weil dann ist die härteste Phase des 3. Semesters vorbei. Bis dahin sehen wir uns. Nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte, Kommentare sind hier wichtig. Ich möchte unbedingt wissen, was ihr davon hält. Bis dann.